Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal Koma Art. Ich bin Markus Köttermann und heute geht es darum, dieses schöne Holzmaterial zu erstellen mit den Astlöchern, mit Cracks, also ja, gebrochenen Astlöchern, dann ordentlich Roughness, hier auch Cracks, also Risse im Holz und wie ihr seht, verschiedenen Roughness-Werten, also Spiegelungswerten und ja, ich denke, das ist ein sehr gutes Holzmaterial geworden. Ich habe es mehr oder weniger teilweise kopiert von einem anderen YouTube-Video, was ich sehr gut fand, was man aber so nicht mehr machen konnte, weil einige von den Notes nicht mehr existierten und deswegen habe ich das bestmöglich versucht nachzumachen und anzupassen an die aktuellen Notes unter Blender 4.4. Genau, und dementsprechend lasst mir gerne am Ende ein Like da, ob das euch gefallen hat und ob ihr das Material gut findet oder nicht. Würde mich interessieren, weil das ist das erste große oder schwierigere Material, was ich bis jetzt erstellt habe und bin mir da noch etwas unschlüssig oder was man hätte besser machen können. So, dann würde ich sagen, einfach folgen und wir fangen jetzt an zu erstellen. Wir starten oder wir öffnen einfach die Datei vom letzten Mal. So, dann haben wir nämlich unsere Szene alles schön vorbereitet und müssen nicht mehr viel machen. Dann gehen wir auf den Shader Editor und entfernen das simple Holzmaterial. Wie man das dann komplett rauslöscht, weiß ich noch nicht, aber ist ja theoretisch erstmal egal. Auf jeden Fall können wir dann in den Render View gehen oder in den Render Viewport und dann haben wir unsere weiße Kugel und können jetzt damit anfangen, das Material zu vergeben. Dafür habe ich mir, kleinen Moment, ein paar Referenzen runtergeladen, wie zum Beispiel so ein Holzmuster und nehme das als Referenz, habe das auf dem zweiten Bildschirm. Das könnt ihr im Grunde genauso machen, wenn ihr was machen wollt, Referenz nehmen. Dazu habe ich halt eben, wie im Intro schon gesagt, das Video als Referenz genommen von einem anderen YouTuber, weil ich das Holzmaterial sehr schön fand. Allerdings, weil dann nicht alles so ging oder einige Notes nicht mehr da waren, musste ich da was umändern und improvisieren. Ich denke, das Ergebnis ist ganz gut geworden und ihr werdet es ja auch am Ende sehen. So, dann fangen wir mal an mit einem neuen Material. So, Principal BSDF haben wir. Dann noch einstellungstechnisch guckt ihr, dass ihr den Node Wrangler aktiviert habt. Den Node Wrangler, hier Haken drin und dann ist das relativ gut. So, dann fangen wir mal an mit einer Wave-Textur und dann haben wir hier die schönen Streifen. Da gehe ich dann jetzt auf 5000 lasse ich bei Scale, bei Distortion mache ich 50.000, das hat mir sehr gut gefallen. Dann nehme ich Detail, mache ich auf 15, dann
Detail Scale mache ich auf 0,5 und die letzten beiden Werte lasse ich, wie sie sind. Dann lasse ich die Textur angeklickt und mache Ctrl-T und bekomme damit das Mapping und die Texture Coordinate. Und ich gehe dabei auf Objekt und habe dann das Objekt quasi als Eingang für unser Material. Dann sage ich auf Scale, das möchte ich mit 5 oder 5-fach haben. Dadurch schiebt er das enger zusammen, also von da nach da enger zusammen. Und dann hier mache ich jeweils Punkt 2 und Punkt 2. So. Damit habe ich jetzt ein relativ chaotisches Linien-Holzmuster. Also der Anfang quasi für das Muster. Und ja, dann auch hier mit einigen schönen Doppelungen. Ja, das sieht auf jeden Fall cool aus. Dann ist das nächste, wir haben hier unser Material nochmal. Also wir haben hier, wie man sieht, ist das dann auch mal dicker, mal dünner und so weiter. Und das versuche ich damit halt eben dann zu haben. Dann machen wir das Mapping einmal kopieren. Und zwar versuchen wir jetzt hier die Astlöcher zu machen. Und das machen wir Shift-Ctrl-D für Duplicate. Und das ist auch wieder eine Sache von dem Node Wrangler. Dann macht der die Verbindung, kopiert er dann mit. Und dann machen wir all die auf 1 wieder zurücksetzen. Und nehmen dann eine Voronoi-Textur. Da gehen wir dann auf den Eingang und mit der Voronoi bekommen wir so Punkte. Dann nehme ich Smooth F1, das heißt, es ist etwas, der Übergang ist etwas weicher. Die Roughness stellen wir auf 1. Detail lassen wir auf 0. Scale auf 5. Gut. Dann wollen wir das natürlich etwas detaillierter haben. Und dafür nehmen wir eine Color Ramp. So. Und flippen erstmal die Farben und ziehen dann den schwarzen ziemlich weit rüber, dass wir nur so kleine Punkte dann haben. Und die Punkte sind dann nachher die Astlöcher. So, wenn wir dann jetzt sagen, wir schieben das rüber und das auch. Und wir machen jetzt hier eine Verbindung rein mit einer Mix Color. Ja. Eine Mix Color. So, den lassen wir oben, den machen wir nach unten. Oder
Ja, Moment. Wir machen das erst so. Nein, wir ziehen den nach da und machen dann hier. Dann sieht man, dass wir in den Astlöchern quasi auch das Muster bekommen und das wollen wir dann mitnehmen, indem wir sagen, wir gehen von da nach da. Das heißt, wir haben hier die Astlöcher und dann hier unser normales Holzmuster. Dass wir das komplett übereinnehmen, gehen wir auf 1 und wir sagen dann hier nicht auf Mix, sondern auf Difference. Und so haben wir dann hier das Astloch und es geht auch dementsprechend mit rum und hier dementsprechend auch teilweise wird dann hiermit verschachtelt. Gut. So. Dann können wir sagen, das Mapping gehört hiermit zu. Das gehört damit zu. So. Um das jetzt noch ein bisschen schöner, sag ich mal, hinzubekommen, schieben wir die beiden ein Stück rüber und ich füge eine Noise-Textur hinzu. So. Und die mache ich 15. Gut, lassen wir so und gehen auch auf das Objekt. Und eine einfache Noise-Textur und die verbinde ich jetzt auch wieder mit einer Mix-Color. So. Und mit dieser Noise sind die Astlöcher quasi etwas skurriler. Nur ist das dann jetzt ein bisschen zu viel, deswegen machen wir eine zweite Color Ramp noch mit dazu. Ah, Moment, hier habe ich noch einen Fehler gemacht. Auf Ease. So, Mix. Der kommt dann noch auf Linear Light. Und auf 0. So. Nee. Ganz klein, machen wir 0,05. So. Und dadurch sind die nicht ganz rund, weil ein Astloch ist ja auch nie hundertprozentig rund und dann tut er ein bisschen ausweichen. So, jetzt habe ich es richtig. Dann nehmen wir die Color Ramp, machen Ctrl D, Shift D für Duplicate. Hier habe ich jetzt vergessen mitzuziehen und sage dann bei hier mache ich B-Spline und da sieht man jetzt, dass das um das Astloch rundherum noch so ein Schatten ist. Und den Schatten wollen wir jetzt gleich dann ausnutzen, um dann dementsprechend
es ein bisschen rundherum zu machen. Ähm, ne Mix Color noch einmal. Die packen wir dann hier rein. Dann stellen wir die auf Screen. Kommt die zweite noch mit dazu. Und jetzt sieht man, haben wir das Astloch relativ sauber. Und dann können wir hier jetzt um das Astloch rundherum hier so einen Kreis rundherum machen. Und damit hat man das Astloch ein bisschen abgesetzt. So. Das heißt, wenn wir jetzt hier drauf gehen, haben wir jetzt unser Astloch. Und um das Astloch rundherum ist das verzerrt. Das kommt dann hier mit. Wenn wir jetzt hier das verstellen, wird das dementsprechend mehr oder weniger. So, ich mache es jetzt mal auf relativ wenig. Gucken wir mal, wie es am Ende aussieht. Dann wollen wir natürlich noch gucken, dass es um das Astloch herum, wie man hier jetzt sieht, sind ja oft so Kreise. Hier auch ein bisschen, ja, da halb, da fast gar nicht. Und diese Kreise wollen wir natürlich auch mitnehmen. Und dafür machen wir dann noch eine. Shift D. So, und dann ziehen wir den Eingang auch runter. Ich drücke mal auf Zurück. Und dann machen wir einmal Flip Colors. Ziehen wir schwarz rüber. Und machen dann mit Plus einen zweiten und ziehen den auch rüber, setzen den auf komplett weiß. Und so sieht man jetzt, haben wir hier ein Astloch, um das Astloch rundherum diese Absetzung. Da kann man dann, sag ich mal, den weißen relativ nah, dass das nach innen hart ist, und dann kann man hier nach außen das eventuell weicher machen oder auch etwas härter. Und ich finde es schön, wenn es nach außen etwas weicher ist und nach innen relativ hart. Dann müssen wir natürlich noch gucken, wie das dann mit dem Abschlussbild aussieht. Ja, da war ich jetzt etwas zu voreilig. Das hätte ich noch nicht machen brauchen. Egal, wir machen jetzt erstmal ein bisschen Aufräumen, damit ich mich wieder zurechtfinde. Dafür mache ich hier jetzt ein Frame. Und das Ding nenne ich dann Astlöcher. Knotholes
Dann mache ich einen zweiten Frame hier rein. Und das nennen wir dann Around Knockholes, also um die Astlöcher. Dann haben wir natürlich hier jetzt die normale Textur. Und die Textur wollen wir dann jetzt etwas mehr Inspiration, Farbe, keine Ahnung was reinbringen. Und normalerweise hatte der das in dem alten oder in dem Video, was ich euch verlinkt habe, reingepackt als mit einer Musgrave-Textur. Die gibt es aber so nicht mehr und deswegen machen wir jetzt mit zwei Noise-Texturen. Noise. Und die ist dann Hybrid. Kann ich nicht aussprechen. Hybrid Multifractional. Und dann machen wir noch eine, die. Und die ist ganz normal FBM. Da geht es dann in den Vektor und in den Vektor. Dann ist die Color Ramp. Sehen wir jetzt, das ist relativ rau. Die gehen wir auf 30.000. Dann 15. Dann 0, dann 2, 0, 1, 0. Passt. Dann gehen wir hier. Ist relativ weich. Gehen wir auf 104,5. Damit ist das sehr fein. 15, 0,75, 2 und 0,7. So, damit wir das etwas ansprechender dann kriegen, kommt eine Color Ramp da noch zwischen. Flip Colors. Dann ungefähr da gehen wir hin. Dadurch ist es deutlich besser anzusehen und ja, hat mehr Detail oder mehr Kontrast. Dann verbinden wir das wieder mit einer Color Mix Color. So. Und sagen dann Difference und gehen auf 1. So haben wir das relativ unterschiedlich von der Rauheit her. Und gehen dann wieder auf eine Mix Color. Und sagen dann, gehen wir auf 1. Difference. No. Lighten. So. Und damit haben wir dann hier beim Holz, wie es beim echten Holz dann auch ist, dass wir dunklere Teile haben, hellere Teile und dann dementsprechend weiße Teile und
kriegen dadurch dann ein dementsprechendes Muster. So. Dann sage ich mache hier ein Frame. Da ziehe ich die und den alle mit rein. Dann machen wir einen zweiten Frame. Und den nennen wir einfach Roughness. Das ist quasi als Rauheit für für das Material. So, dann kommen wir mit 1 zu einem der interessantesten. Jetzt möchte ich dem erstmal Farbe geben, dass ich so ungefähr ein bisschen weiß, wie es nachher aussieht. Dafür mache ich wieder eine Color Ramp hinzufügen. So. Und jetzt gibt es hier eine wunderschöne Option, aber dafür mache ich jetzt erst noch ein Fenster auf und sage dann hier Image Editor Open und sage dann da nehme ich dann das Holz und da habe ich dann meine Textur. Dann möchte ich hier, sage ich mal, ich nehme von dem dunklen Teil hier, von dem Holz, oder gibt es noch irgendwo eine schöne Stelle? Ich mag das eher, wenn es etwas dunkler ist. Und da können wir dann hier mit der Pipette uns ein paar Farben aussuchen. So. Dann können wir das erstmal wieder klein machen. Und da haben wir jetzt unser erstes Holz oder unser Anfangsholzmaterial. Und da können wir dann jetzt sagen, wir machen den ersten. Etwas heller. Den letzten etwas dunkler. Dadurch bekommen wir noch mehr Kontrast. Oh. Ne, dann nehme ich mir noch mal was, das gefällt mir noch nicht so ganz. So. Dann machen wir das noch einmal. Den ersten eventuell ziemlich dunkel oder ziemlich hell. Den letzten machen wir ziemlich dunkel. Und dadurch haben wir jetzt
ein schönes Holzmuster mit den verschiedenen Farben drin und es gibt ein schönes Ergebnis. So, das gefällt mir etwas besser. Dann würde ich sagen, machen wir noch eine Overlay-Farbe. Dafür nehmen wir jetzt das alles und sage Shift-Ctrl-D für Duplicate und duplizieren das Ganze einmal. Da machen wir noch einmal so. Da sagen wir jetzt, wir nehmen hier mal Scale 10. Dann den Rest lassen wir, den Rest lassen wir. Und dann gehen wir hier und sagen, eine Mix Color wieder. Und die kommt von B. Die machen wir voll. Und sagen Difference. No, Overlay. So. Und jetzt haben wir... Moment. Fehler, Faktor. So. Overlay und dann machen wir da, sag ich mal, einen leicht bläulichen Ton. Und so kriegt man dann hier noch eine Schattierung mit rein. Warum das mit der Farbgebung irgendwie nicht ganz passt. Ich habe jetzt ein Blau angegeben und es jetzt hier rot ist. Da muss ich passen, das habe ich noch nicht durchschaut. Wenn ich jetzt, sage ich mal, Richtung Rot gehe, kriegt man da schon was hin. So. So hat man, sag ich mal, eine schöne Overlay-Farbe. Muss nicht, kann man aber, und ich finde es sehr ansprechend. So. Dann möchte ich, dass die Astlöcher noch separat eine Farbe bekommen. Dafür mache ich die duplizieren. Dann sage ich auch wieder Overlay. Okay. Und ich nehme die Farbe von den Astlöchern. Das heißt von hier. Das sind ja die Astlöcher. Nehme dann von hier die Farbe nach da. Dann mache ich... Habe ich jetzt verkehrt? Ja, verkehrt. So. So, jetzt. Den ziehen wir ein bisschen runter. So. Dann geht der aber nicht nach da, der geht nach da.
Und dann können wir den Astlöchern, sag ich mal, eine kleine, leicht orangene Farbe. Da ist ein Astloch. Und das könnten wir dann dementsprechend farblich noch hinziehen. Da, da, da ganz wenig. Und so haben wir dann die Astlöcher mit schöner Farbe versehen. Damit wir das dann, sag ich mal, noch etwas besser hinbekommen, dass das noch etwas kräftiger wird, können wir noch eine Massnote nehmen. So. Und sagen jetzt 3. Nicht add und wir sagen multiply. Und dadurch werden die dann noch kräftiger. Da kann man sich eine schöne seichte Farbe aussuchen und fertig. Haben wir die Astlöcher auch. Und nach den Astlöchern machen wir jetzt unsere, das stellen wir jetzt auf Multiply. Unsere, die wir hier schon schön gemacht haben. Unsere Astlöcher, Umrandung. So. Da sage ich. So, und jetzt haben wir um die Astlöcher hier die Umrandung. Und da können wir jetzt dann sagen, desto weiter ich nach außen gehe, desto mehr wird's. Und hier kann ich nach innen ziehen. Oder ich kann das Astloch nach außen ziehen. Sollte natürlich dann ungefähr angepasst werden, dass das zum Astloch passt. So finde ich das gut. Den inneren weißen etwas dichter noch dran. Und mit dem kann man spielen, finde ich jetzt so eigentlich gut. Hat so ein leichtes Gräulich nach außen. Und damit passt das. So, damit haben wir den nächsten. Und jetzt gibt es ja nicht nur die Astlöcher, sondern in den Astlöchern gibt es ja auch noch die, wie heißt es, die Cracks, also die kleinen Einrisse, sag ich mal. Wenn wir jetzt hier nochmal gucken, gibt es hier auch diese kleinen Einrisse. Und die können wir dann auch machen. Und zwar nehmen wir dafür eine Noise Texture. Machen wir mal nach hier. Dann von hier runter. Da. Dann nehmen wir Search, eine Mix Color.
gehe ich mit dem Faktor auf B und mit dem Mapping auf A. Dann stellen wir hier Faktor Mapping stellen wir hier auf Liked, dann auf 0, dann hier auf 30, Detail komplett hoch, Rest lassen wir. Dann eine Voronoi Textur. Die 5 stellen wir auf F1 und Kowski 5 1 1 5 0, okay, und eine Color Ramp. Ziehe ich jetzt hier ungefähr aufs Minus. Weiß nach da. Und jetzt gerade bin ich irritiert, weil das nicht so aussieht, wie ich das wollte. Fehler gefunden. Von Distance. So, und dann habe ich hier jetzt leichte Kreuze. Hier auch. Hier auch. Und die können wir dann schön mit einbringen. Das heißt, wir machen jetzt hier eine Mix Color. So. So. Und sagen dann Faktor 1 und Multiply. Das heißt, wir haben den Kreis und das X da drin. So mehr oder weniger. Es geht ein bisschen normal, es ist drin, mal geht es ein bisschen raus, dass das halt eben dementsprechend zum Holz ein bisschen passt. Einige haben gar keinen. Genau. Der geht ja, wie gesagt, hier rein. Und dann haben wir jetzt hier Holz mit dann Cracks quasi in den Astlöchern. Nicht in allen. Da ist wieder einer leicht. Da geht einer durch. So. Dann machen wir hier noch ein Frame rundherum. Und den nennen wir dann
not holds cracks. Nein. Cracks. So, das heißt Astlöcher. Dann wollen wir noch ein paar weitere Cracks hinzufügen. Und dafür holen wir uns noch einmal einen Mapping. Mapping. So, machen wir auch auf 5.2 und sagen dann einen Voronoi Textur. Und das Mapping ziehen wir von dem hier runter. So. So, damit haben wir hier ein bisschen was und dann stellen wir das noch ein. Das heißt, wir gehen wieder auf Smooth F1 und auf Markowski. Dann gehen wir auf Scale von 15, Detail auf 0, Roughness auf 1, 2, 1, 0,51 lassen wir und dann kommt eine Color Ramp. So, und die wollen wir relativ markant, sag ich mal, machen, dass wir hier das werden dann nachher auch noch Cracks. Damit haben wir das nächste quasi, was wir dann hier oben einfügen. Das heißt, der wird Shift D so. Da geht der den rein. Wir lassen das auf Multiply stehen, auf 1 stehen und der hier geht dann hier unten ein. Und dann haben wir jetzt hier dementsprechend ein paar Cracks richtig mit drin noch, die tiefschwarz sind, die dann nachher mit vom Bump auch beaufschlagt werden. So, machen wir ein Frame. Und das Ding nennen wir jetzt nur Cracks. So. Das hier oben nennen wir dann jetzt, weil fügen wir noch die Gamma hinzu. Und mit Gamma kann man das dann noch farblich verändern. Und damit hätten wir unser Farbmaterial fertig. Machen auch ein Frame rundherum. Darum, und das Ding nennen wir dann mal Color. So, jetzt haben wir die
Farbe, die Cracks, die Astlöcher und das Material an sich. Kommt noch dazu, dass wir jetzt den Bump machen. So, das heißt, wir nehmen eine Bump. Und dann nehmen wir erstmal das normale Material als Eingang. Das heißt, von da gehen wir nach da. Das heißt, jetzt haben wir das normale Material mit Höhen und Tiefen. Und um das ein bisschen besser darzustellen, nehme ich eine Massnode. Die füge ich ein und sage nicht echt, ich sage divide und mache das Ganze auf 600. Dadurch ist es schon relativ flach. So, dann mache ich eine Mix Color, setze den nach unten und den mache ich komplett schwarz. Und sage da Add. Damit kriege ich die so. Dann möchte ich noch die Astlöcher haben. Das heißt, ich mache wieder eine Mix Color. So. Sag Multiply. Und ziehe dann von hier oben, von der Multiply nach hier, weil die Multiply ist ja hier von den Astlöchern gekommen. Und dadurch haben wir das dann mit drin. Und hier können wir dann noch entscheiden, wie viel. Und ich mache es mal mittelmäßig. So, dann möchte ich natürlich noch die Cracks haben. Das heißt, ich nehme die, mache Shift D, packe die nach unten und nehme dann einmal von hier unten die Cracks, ziehe die hier dran, sag einmal und so. Dann haben wir die Cracks, also die rundherum, und die Cracks, die sag ich mal, machen wir hier, da, Faktor 1, das heißt, wir haben hier die Cracks
und die. Und die zwei verbinden wir jetzt noch einmal mit einer Multiply. Shift die. So, Faktor 1, Multiply, passt. So. Jetzt haben wir hier die Astlöcher, die könnten doch ein bisschen mehr noch vertragen. Ja. Und damit haben wir unsere Bump erstellt. Das heißt, wir machen jetzt einen Frame rundherum. Und nennen das Ding dann noch Bump. So. Gut, damit haben wir die Bump auch fertig. Fehlt nur noch das letzte, und zwar die Roughness. So, das heißt, wir müssen jetzt nur die Bump da hoch verbinden. Fertig. So, dann die Roughness fangen wir mal an mit 2 Noise Textures. Na, im Grunde, warte mal, machen wir anders, entfernen. Ich nehme das. So. Shift die. Dann Alt P. So. Dann machen wir hier noch einen Knotenpunkt rein. Ziehen hier rüber. Knotenpunkt rein. Und nach da. So, damit haben wir dasselbe von hier. Weil das soll ja dementsprechend Roughness werden, was da dann auch ist. Und aber wir machen jetzt hier den Wert, sage ich mal, auf 70 stellen. Und den stellen wir auf 150. Und den Rest lassen wir, wie es ist. Dazu kommt dann jetzt noch Brightness. Die stelle ich hier auf 0,4 und Kontrast auf minus 0,8 müsste das sein. Jo. So. Dadurch ist das jetzt relativ hell, aber das wollen wir so nehmen. Dann machen wir wieder eine
Mix Color. Und hier fügen wir dann Difference. Und fügen jetzt hier vorne unseren mit ein. Ja, Faktor passt. Den müssen wir leider einmal quer durchziehen. Das geht nicht so sauber. Aber naja, man kann nicht alles haben, ne? Und dazu wollen wir jetzt noch die Cracks haben. Und das heißt, wir machen die einmal duplizieren. Und sagen, wir nehmen einmal von hier. Und einmal von hier. So. Aber der muss dann erstmal noch auf 1 gestellt werden. Dafür müssen wir jetzt, weil wir wollen das genau andersrum haben, die Werte invertieren. Das heißt, wir machen eine Invert Color. Und den machen wir Shift D. So. Zweimal Invert Color. So, jetzt müssen wir die beiden noch verbinden. Heißt, wir machen Shift D, noch eine. Und das wird dann Add. So. Den machen wir auf 1 noch. Den machen wir noch auf 1. Und so haben wir jetzt ein schönes Muster für unsere Roughness. Und haben jetzt so unser ganzes Material. Was wir noch machen können beim Bump, wenn uns das dann zu viel ist, sagen wir gehen noch ein bisschen runter, weil jetzt sehen wir ja, es ist relativ bumpy und wir können sagen, wir gehen auf 0,2, dann ist es nicht so viel, oder 0,5 ist so mittel. Und wo wir noch darauf achten müssen, das ist ein neuer Wert. Den müssten wir auf 1 stellen, sonst kriegen wir auch noch Probleme. Habe ich schon ein Video drüber gesehen. Warum, wieso mit dem Wert, kann ich nicht wirklich sagen. Habe ich nicht ganz verstanden. Aber wenn man den nicht auf 1 stellt, sollen die Werte wohl sehr ja, sollen die Materialwerte wohl sehr komisch werden im Render. Ach. So. Das heißt, wir haben Bump, Roughness, Color und unser Material. Und jetzt sieht es trotzdem ziemlich verwirrend aus, aber einigermaßen ordentlich. Gut, das wäre jetzt das komplette Material. Mal gucken. Könnt ihr euch ja... eine Sache würde ich noch hinzufügen. Und zwar machen wir hier einmal alle verbinden. Ziehen wir ein Stück rüber und sagen eine Vektormaß ist es dann. Und dann machen wir Scale. Und damit können wir dann jetzt die Werte, alle Werte in 1 verändern. Die Eingangswerte quasi und sagen,
Wir machen das Holzmuster größer, was natürlich dann auch richtig cool aussieht, so 0,5 oder deutlich feiner, je nachdem, was wir dann am Ende haben wollen. Und ich fand jetzt gerade vom Gucken her die 0,5 richtig cool. So, und damit haben wir unser Holzmaterial dann fertig. Wir haben hier die Cracks, die mit dem Bump dementsprechend auch aussehen, als ob die reingehen würden. Dann allgemein hier auch Bump überall ein bisschen mit drauf. Obwohl jetzt so geguckt, könnte man fast sagen, könnte mehr sein. Dann sieht man auch, die Spiegelung ist unterschiedlich, je nachdem, wo man hinguckt vom Licht. Das Schwarze spiegelt jetzt gar nicht, die helleren Teile etwas mehr. Und so ist das schon, finde ich, ein sehr geniales und schönes Holzmaterial. Vielen Dank an dem, der das Originalvideo erstellt hat und was ich jetzt halt eben verändert habe. Und ja, mit den Farben ist man sehr flexibel, man kann vieles einbringen. Man könnte auch einfach nur sagen, man benutzt 3 Farben oder so und dann ist man da ziemlich schnell mit dabei. Sagen wir jetzt einfach nur mal so aus Spaß Shift A, damit ich das, was ich jetzt eingefügt habe, nicht verändere. Eine Color Ramp. Und wir sagen, wir flippen einmal und nehmen dann hier vorne einen leichten Braunton. Dann fügen wir in der Mitte noch einen ein und sagen einen hellen Ton und dann schwarz. Und wenn man dann jetzt sagt, man nutzt die Farbe, sieht das schon wieder ganz anders aus. Und so kann man sich sein Muster komplett fertig machen, dass man das nachher entsprechend passend hat, dass es einem gefällt. Und ja, kann da dementsprechend noch rumspielen. Ihr könnt mit allen Werten rumspielen, das ist echt interessant, da kommen richtig schöne Sachen raus. Da habe ich auch schon viel jetzt mit rumgespielt und geguckt, was man so machen kann. Kann es euch auf jeden Fall empfehlen. Wie gesagt, es macht richtig Spaß. Und wo ich sagen würde, was noch wichtig wäre, guckt drauf, dass ihr das dementsprechend vernünftig aufbaut, dass es am Ende ordentlich aussieht und ihr damit vernünftig arbeiten könnt. Ne, leider klappt das nicht immer so mit der, wie heißt es? Mit der Aufteilung, dass es am Ende schön aussieht, wie hier, der geht auch einfach quer durch, aber alles geht halt eben nicht. Aber so sieht das relativ angenehm aus und das heißt, jetzt speichern wir erstmal File, Save As. So, hier hatte ich auch einmal einen Test gemacht, der war nicht ganz so schön, also da ist mir das jetzt besser gelungen, aber passt ja schon. Ne? Detailed Wood Tutorial Final. Und ja, Save. Damit ist das jetzt gespeichert und wir machen dann jetzt noch eine Sache, wie beim letzten Mal auch. Wir öffnen unser Material, das heißt, wir gehen
wieder in unsere Asset Library Ordner. Wir nehmen Material öffnen. So, und fügen dann jetzt hier, nehmen wir den, Shift D, und dann sagen wir GX3 und dann fügen wir File Save, File Append, und da gehen wir jetzt auf unser detailliertes Material, Open, Material. Oh, haha, man sollte dem Material auch einen Namen geben. Das heißt, wir gehen noch einmal zurück, sagen File, Open. So, dann, weil wir haben ja hier unser schönes Material. Und dann sollten wir dem auch Detailed Wood. So. File. Save. Open. Und dann gehen wir wieder in die Asset Library und sagen jetzt hier wieder File. Append. Das Material und dann hier Detailed Wood, Kept. Und wenn wir jetzt dann hier drauf gehen, können wir sagen Detailed Wood und dann haben wir unser Material jetzt hier drin. Unser simples vom letzten Mal und unser detailliertes jetzt neu. Und damit wir das dann jetzt in den Asset Browser bekommen, gehen wir dann auf den Asset Browser, sagen bei dem detaillierten Wood-Material rechte Maustaste, Marques Asset, und damit kommt es hier in Unassigned rein. Dann wechseln wir auf unsere Library und gehen auf Material, Wood haben wir da, und ziehen dann das Wood-Material darüber. So, das heißt, wir haben jetzt einmal das normale und einmal das Wood-Material, das einfache Wood-Material, das stärkere. Allerdings sollte ich hier nochmal ein anderes Bild machen und einfügen, weil der hat genau die Seite, die nicht so schön aussieht. Egal, auf jeden Fall gehen wir dann auf den Katalog. Oh, speichern brauchen wir gar nicht, hat er so übernommen. Und damit können wir jetzt das Ganze trotzdem hier einmal speichern und können jetzt sagen, wir machen was Neues. Wir schließen einfach mal, sagen Blender neu öffnen und wir sagen Objects, nein, Material. Gehen in die Kamera rein und haben jetzt auf dem Würfel unser Holzmaterial. Ja, und das finde ich eigentlich gut gelungen. Und ich wünsche euch viel Spaß damit. Das war's dann mit dem Video für heute. Und gerne lasst mir ein Like da oder einen Kommentar. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Tschö.